Normalerweise kannst du auf Android-Handys, wenn du nach unten swipest, das Notification Panel sehen. Im Notification Panel siehst du einige Buttons wie diese, aber Apps wie Facebook und WhatsApp werden hier nicht angezeigt. In diesem Video zeigen wir dir, wie du Apps im Notification Panel hinzufügst. Dafür musst du eine App installieren. Den App-Link findest du in der Beschreibung. Die App heißt AppTiles. Nach der Installation öffnest du die App. Wenn du sie zum ersten Mal öffnest, musst du einige Berechtigungen geben. Danach siehst du ein Interface wie dieses. Hier findest du zuerst mehrere Optionen. Klicke auf Select. Wenn du darauf klickst, wirst du aufgefordert, Apps auszuwählen. Unter App 1 kannst du jede App auswählen, die im Notification Panel erscheinen soll. Zum Beispiel wähle ich Facebook aus. Unter App 2 wähle ich zum Beispiel WhatsApp aus. Du kannst jede App auswählen, die du möchtest. Danach schließt du die App. Anschließend gehst du zum Notification Panel. Wenn du dort nach rechts scrollst, siehst du auf der letzten Seite die Option Edit. Klicke auf den Edit-Button. Wenn du darauf klickst, siehst du unten viele Optionen. Hier findest du jetzt App 1, App 2, App 3 und so weiter. Wähle daraus die App aus, die im Notification Panel angezeigt werden soll. Halte dann App 1 gedrückt und ziehe es in den oberen Bereich. Danach kannst du es platzieren, wo du möchtest. Ich platziere es zum Beispiel hier. Unten siehst du anschließend den Done-Button. Klicke auf diesen Done-Button. Danach gehst du wieder zurück. Wenn du jetzt erneut das Notification Panel öffnest, siehst du hier die Facebook-App. Wenn du auf diese App klickst, wirst du direkt zu Facebook weitergeleitet. So kannst du jede beliebige App zum Notification Panel auf deinem Android-Handy hinzufügen. Hoffentlich war dieses Video hilfreich für dich. Wenn es dir geholfen hat, abonniere gerne den Kanal. Bis zum nächsten Video.